Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Jamis, wie geht es dir heute? Hallo Ella, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Mode und Stil sprechen. Sprichst du gerne darüber? Ja, das tue ich. Ich finde Mode spannend. Ich trage gerne Kleidung, die mir ein gutes Gefühl gibt. Super. Ich habe viele Fragen zu deinem Stil. Können wir darüber sprechen? Natürlich Ella. Ich teile gerne meine Gedanken zur Mode. Jamis, was trägst du an einem typischen Tag? Ich trage normalerweise ein T-Shirt und Jeans. Manchmal ziehe ich einen Pullover an, wenn es kalt ist. Das klingt einfach und bequem. Ich mag auch schlichte Kleidung. Oft trage ich eine Bluse und einen Rock. Eine Bluse und ein Rock sind sehr schön. Ich finde, Röcke sind gut für warme Tage. Ja, das sind sie. An besonderen Tagen trage ich auch gerne ein Kleid. Ein Kleid lässt mich schön fühlen. Kleider sind wunderschön. Ich habe viele verschiedene Stile gesehen. Manche sind lang, andere sind kurz. Genau. Im Sommer mag ich kurze Kleider. Sie sind leicht und angenehm zu tragen. Welche Farben magst du in deiner Kleidung? Ich mag helle Farben wie Rot, Gelb und Blau. Sie machen mich glücklich. Ich bevorzuge sanfte Farben wie hellrosa, grau und weiß. Ich finde, sie sind ruhig und elegant. Das ist interessant. Ich denke, helle Farben zeigen meine Persönlichkeit, aber sanfte Farben sind auch sehr schön. Ja, Farben sind wichtig in der Mode. Sie können die Stimmung eines Outfits verändern. Magst du Muster in deiner Kleidung? Manchmal mag ich das. Ich mag Streifen und kleine Punkte. Sie lassen die Kleidung interessant aussehen. Ich stimme zu. Ich mag Blumenmuster. Sie sind sehr hübsch und frisch. Blumenmuster sind gut für den Frühling und Sommer. Sie geben mir Energie. Jamis, wo kaufst du deine Kleidung? Ich kaufe normalerweise in einem örtlichen Einkaufszentrum. Ich mag Geschäfte, die lässige Kleidung verkaufen. Ich kaufe oft in einer kleinen Boutique in der Nähe meines Hauses. Ich mag einzigartige und schlichte Designs. Das klingt schön. Ich besuche auch einige Online-Shops. Dort findet man leicht gute Angebote. Ja, Online-Shopping ist sehr beliebt. Ich kaufe manchmal auch im Internet ein. Ich vergleiche Preise und Stile. Das mache ich auch. Ich schaue mir gerne viele Optionen an, bevor ich etwas kaufe. Folgst du irgendeinem Modetrend? Ich versuche einigen Trends zu folgen, aber ich trage auch gerne das, was mir gefällt. Ich denke, persönlicher Stil ist wichtiger als Trends. Ich stimme zu. Ich mische gerne trendige Teile mit meinen schlichten Kleidungsstücken. Das macht meinen Stil einzigartig. Ja, ein einzigartiger Stil ist etwas Besonderes. Er zeigt, wer du bist. Jamis, wer ist deine Modeinspiration? Ich bewundere ein paar Prominente und Models. Sie tragen elegante und moderne Kleidung. Das ist interessant. Ich mag eine berühmte Schauspielerin, weil sie schlichte und schöne Kleidung trägt. Prominente können uns inspirieren, aber ich denke, wir sollten wählen, was uns am besten gefällt. Ja, ich versuche immer Kleidung zu wählen, die mich bequem und glücklich macht. Komfort ist in der Mode sehr wichtig. Wenn du dich in deiner Kleidung wohlfühlst, siehst du gut aus. Ich stimme zu.
Manchmal wähle ich ein lockeres T-Shirt und weiche Hosen, wenn ich mich entspannen möchte. Das ist eine gute Wahl für einen entspannten Tag. Ich trage gerne einen bequemen Pullover und Jeans, wenn ich ausgehe. James, denkst du, dass Mode teuer ist? Nicht immer. Ich glaube, man kann gute Kleidung zu einem niedrigen Preis finden. Ich kaufe oft während der Saales ein. Ich liebe Saales auch. Ich schaue immer zuerst in den Saale-Bereich, bevor ich etwas kaufe. Saales sind großartig, um Schnäppchen zu finden. Man kann ein schönes Kleid oder ein Shirt zu einem kleinen Preis bekommen. Ja, und ich kaufe auch gerne Accessoires zu einem niedrigen Preis. Eine schlichte Halskette oder ein Schal können ein Outfit verändern. Accessoires sind sehr wichtig. Sie verleihen deiner Kleidung das gewisse Etwas. Manchmal trage ich einen Hut oder ein Armband, um mein Outfit interessanter zu gestalten. Ich trage gerne eine Uhr und einen Gürtel. Sie sind schlicht, machen aber einen großen Unterschied. Achte ich auf die Qualität meiner Kleidung? Ja, das tue ich. Ich versuche, Kleidung zu kaufen, die gut verarbeitet und bequem ist. Hochwertige Kleidung hält länger. Ich stimme zu. Ich kaufe lieber ein paar teure Teile als viele billige. Teure Teile haben oft eine bessere Qualität. Das stimmt. Ich achte beim Einkaufen auf gute Stoffe und ein schlichtes Design. James, was ist deine Lieblingsjahreszeit für Mode? Ich mag den Frühling und den Herbst. Im Frühling kann ich leichte Kleidung und helle Farben tragen. Im Herbst trage ich einen Pullover und einen Schal. Ich liebe den Herbst auch. Das Wetter ist kühl und ich kann Schichten tragen. Ich mixe und kombiniere gerne verschiedene Teile im Herbst. Ja, Schichten sind spannend. Manchmal trage ich im Herbst ein T-Shirt, einen Pullover und eine leichte Jacke. Das klingt sehr bequem. Im Sommer trage ich ein kurzes Kleid und Sandalen. Im Winter trage ich einen dicken Mantel und Stiefel. Wintermode ist anders. Ich mag warme Kleidung im Winter. Ein guter Mantel und eine warme Mütze sind sehr wichtig. Richtig. Ich trage im Winter auch Handschuhe und einen Schal. Sie halten mich warm und sehen stilvoll aus. Denkst du, dass sich dein Stil mit den Jahreszeiten verändert? Ja, mein Stil verändert sich ein wenig. Im Sommer wähle ich helle und leichte Kleidung. Im Winter wähle ich dunklere und wärmere Farben. Das empfinde ich genauso. Meine Kleidung ist im Frühling und Sommer bunter und im Herbst und Winter gedämpfter. Das ist interessant. Jahreszeiten können unsere Modeentscheidungen wirklich beeinflussen. Ella, was magst du am meisten an Mode? Ich mag, dass Mode eine Möglichkeit ist, mich auszudrücken. Wenn ich ein schönes Outfit trage, fühle ich mich selbstbewusst. Ich stimme zu. Mode geht nicht nur um Kleidung. Es geht darum, deine Persönlichkeit zu zeigen. Ja, und ich liebe es, neue Stile auszuprobieren. Manchmal experimentiere ich mit verschiedenen Farben und Mustern. Mit Stil zu experimentieren macht Spaß. Es macht das Einkaufen und Ankleiden aufregend. Ich mag auch, dass Mode einfach sein kann. Selbst ein schlichtes T-Shirt und Jeans können toll aussehen, wenn man die richtigen Farben wählt. Das stimmt. Schlichte Kleidung ist sehr elegant. Ich glaube, weniger ist mehr in der Mode. James, denkst du, dass Mode im Alltag wichtig ist? Ja, ich denke, es ist wichtig. Wenn ich mich gut anziehe, fühle ich mich gut und bereit, den Tag zu meistern. Ich empfinde das genauso. Ein schönes Outfit kann meine Stimmung verändern. Es macht mich selbstbewusster.
Mode kann auch Respekt für die Gelegenheit zeigen. Zum Beispiel trage ich formelle Kleidung zu einem Vorstellungsgespräch und legere Kleidung, um Freunde zu treffen. Das ist sehr wahr. Verschiedene Anlässe erfordern unterschiedliche Stile. Ich wähle immer mein Outfit je nach Veranstaltung. Ich glaube, gut gekleidet zu sein ist eine kleine Möglichkeit, sich um sich selbst und andere zu kümmern. Ja, und es macht Spaß, jeden Tag mit verschiedenen Stilen zu spielen. Hast du Tipps für jemanden, der seinen Stil verbessern möchte? Ich denke, der erste Tipp ist, Kleidung zu wählen, die gut sitzt. Gut sitzende Kleidung sieht besser aus. Das ist ein guter Tipp. Ich empfehle auch, verschiedene Farben und Muster auszuprobieren, um herauszufinden, was dir gefällt. Ja, und hab keine Angst zu experimentieren. Manchmal kann ein neuer Stil überraschend und spaßig sein. Ich stimme zu. Ich empfehle auch, während Saales einzukaufen, um gute Angebote für hochwertige Kleidung zu finden. Das ist sehr wichtig. Man kann ein tolles Outfit haben, ohne viel Geld auszugeben. Ich schaue immer zuerst in den Saale-Bereich, bevor ich etwas kaufe. Ich auch. Ich liebe Schnäppchen. Ella, woher bekommst du normalerweise deine Modeinspiration? Ich lasse mich von vielen Orten inspirieren. Ich folge ein paar Modeblogs und schaue mir einfache Stilvideos online an. Ich schaue mir auch Videos an und sehe Bilder in sozialen Medien. Sie geben mir neue Ideen. Manchmal besuche ich eine lokale Boutique und schaue mir die neuen Stile an. Das hilft mir bei der Wahl meiner Kleidung. Ich besuche auch gerne Boutiquen. Sie haben oft einzigartige Teile, die man in großen Geschäften nicht sieht. Ja, einzigartige Teile machen deinen Stil besonders. Ich glaube, jeder Mensch hat seinen eigenen Stil. Das stimmt. Selbst wenn wir die gleiche Farbe mögen, wählen wir möglicherweise unterschiedliche Muster und Designs. Das liebe ich an Mode. Sie ist persönlich und kreativ. Denkst du, dass sich dein Stil im Laufe der Jahre verändert hat? Ja, das hat er sehr. Als ich jünger war, mochte ich sehr schlichte Kleidung. Jetzt probiere ich verschiedene Stile aus und trage manchmal kräftige Farben. Mir geht es ähnlich. Mein Stil war früher sehr einfach, aber jetzt experimentiere ich gerne mit Mustern und Accessoires. Es ist schön zu sehen, wie sich unser Geschmack entwickelt. Ich denke, Neues auszuprobieren ist ein Teil des Erwachsenwerdens. Ja, und Mode ist eine Möglichkeit, deine Persönlichkeit in jedem Alter zu zeigen. Ich stimme zu. Egal wie alt du bist, du kannst immer einen Stil finden, der dich glücklich macht. Ella, was ist dein liebstes Modeaccessoire? Ich liebe es, eine schlichte Uhr zu tragen. Sie ist nicht nur praktisch, sondern sieht auch gut zu meinem Outfit aus. Ich trage gerne eine kleine Halskette. Sie fügt einen schönen Akzent hinzu, ohne zu schwer zu sein. Das klingt schön. Manchmal trage ich auch ein Armband und Ohrringe. Accessoires können den gesamten Look eines Outfits verändern. Ja, sogar ein Schal oder ein Gürtel können einen großen Unterschied machen. Ich ändere meine Accessoires je nach Kleidung. Das ist eine gute Idee. Manchmal will ich einen bunten Schal, um ein schlichtes Outfit aufzupeppen. Accessoires machen Spaß. Sie zeigen deinen persönlichen Stil. Denkst du, dass es Regeln in der Mode gibt? Ich denke, es gibt einige grundlegende Richtlinien, aber ich glaube, dass du tragen solltest, was dir gefällt. Mode ist sehr persönlich. Ich stimme zu. Manche Leute sagen, dass Rot und Pink nicht zusammenpassen, aber ich denke, das hängt von der Person ab. Ja, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Die wichtigste Regel ist, sich in seiner Kleidung wohlzufühlen.
Ich glaube, dass du gut aussiehst, wenn du dich gut fühlst. Das ist die beste Regel in der Mode. Ella, hast du jemals einen neuen Stil ausprobiert, der dich überrascht hat? Ja, das habe ich. Eines Tages beschloss ich, ein Shirt mit einem auffälligen Muster zu tragen, anstatt meiner üblichen schlichten. Zuerst war ich nervös, aber viele Leute haben mir Komplimente gemacht. Das ist großartig. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal ein Blumenmuster trug. Es war sehr anders als mein normaler Stil, aber ich habe es geliebt. Neue Stile auszuprobieren kann beängstigend sein, aber es ist auch aufregend. Ja, jedes Mal, wenn ich etwas Neues ausprobiere, lerne ich mehr darüber, was ich mag. Ich glaube, dass das Experimentieren mit Mode hilft zu wachsen. Du kannst immer zu deinem Lieblingsstil zurückkehren, wenn du möchtest. Das ist wahr. Mode dreht sich um Wahl und Kreativität. Ich freue mich, dass wir über unsere Stile sprechen und unsere Ideen teilen können. Danke für dieses schöne Gespräch, James. Danke, Ella. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir über Mode zu sprechen. Es ist schön, unsere Gedanken zu teilen. Ich habe heute viel von dir gelernt. Ich werde versuchen, mehr mit meiner Kleidung und meinen Accessoires zu experimentieren. Ich habe auch neue Ideen von dir gelernt. Ich werde mehr auf Farben und Muster achten. Lass uns weiterhin unsere Modeerfahrungen teilen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal zusammen einkaufen gehen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich würde mich freuen, mit dir einkaufen zu gehen und neue Stile auszuprobieren. Ja, es wird Spaß machen, verschiedene Geschäfte zu sehen und unsere Entscheidungen zu vergleichen. Ich freue mich darauf. Ich auch, Ella. Danke noch einmal für dieses wunderbare Gespräch. Danke, James. Hab einen tollen Tag und bis bald. Bis bald, Ella. Pass auf dich auf. Toll gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.